Hallo zusammen. Ja, jetzt bin ich hier im Windpark Gerdau-Schwienau. Jetzt bin ich quasi einmal genau die entgegengesetzte Richtung gefahren. Erst Richtung Osten nach Natteln, dann nochmal zurück und jetzt hier in Schwienau. Ja, hat sich aber gelohnt. Hier stehen Vestas und Nordex Anlagen und ja, hier in erster Reihe gleich 3 Giganten. Vestas 250, 4,2 Megawatt. Die sind meines Wissens nach ganz neu. Also die sind von diesem Jahr oder Ende letzten Jahres. Auf jeden Fall noch nicht alt. Und es sind schon echt richtige Giganten. 148 bzw. 166 Meter. Die Anlage hier hinten hat 148 Meter. Und dann die beiden Anlagen hier 166, das sieht man auch so ein bisschen. Aber die sind schon echt krass. Also der Rotor ist im Vergleich zur V136 ist nochmal eine ganze Schippe drauf. Ja, habe ich jetzt auch noch gar nicht so oft gesehen. Das ist jetzt das zweite Mal. Das erste Mal im Windpark Kröppen in der Südwestpfalz. Und ja, das hier ist jetzt erst das zweite Mal. Ja, ist jetzt auch witzig, dann im Hintergrund mal den Vergleich zu sehen. Hier stehen nämlich auch noch V80. Hat man den direkten Vergleich zwischen V80 und V150. Das ist auch schon krass. Ja, V80 stehen hier 6 Stück. Und dann stehen hier noch Nordex N131. Auch nochmal 6 Stück. Allerdings auf super kleinem Turm wieder. Es müssten 99 Meter sein. Sind, glaube ich, im Zuge eines Repowerings errichtet worden. Wo hier, glaube ich, 10 oder 11 D-Wind-Anlagen demontiert wurden. Aber das verblüfft mich so ein bisschen. Also, dass hier kleinräumig dann doch wieder so unterschiedliche Nabenhöhen stehen. Ob das was mit der Höhenbeschränkung zu tun hat, dass es da, weiß nicht, dass eine andere Gemarkung ist und dass da irgendwie Höhenbeschränkungen gibt. Weiß jetzt gar nicht, ob es hier Auflagen gibt bezüglich Flugsicherung, ob hier in Uelzen ob es hier irgendwie einen Flughafen gibt oder sowas. Vielleicht wisst ihr das. Ja, auf jeden Fall geiler Windpark und ja, freue mich jetzt, die Anlagen aus der Nähe zu bestaunen. Ja, hier sieht man jetzt die 3 Vestas 250 nochmal schön in einer Reihe. Das sind echt richtige Oschis. Schon Wahnsinn. Und bei denen sieht man die Rotorblattbiegung noch mal krasser. Das fällt einem bei den V136 gar nicht so auf. Aber die Blätter hier sind ja noch mal ein gutes Stück länger. Da sieht man noch mal schön, wie krass die sich biegen. Echt wie so eine Krake. Ja, Betreiber NBW. Das ist Baden-Württemberg. Ja, ich habe jetzt zwar noch keine Enventus gesehen, habe jetzt aber allerdings schon einige Videos und Bilder gesehen. Und ich muss sagen, dass mir die V150 4,2 einfach besser gefällt. Also ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von der Enventus. Muss ich mir anschauen, wenn ich mal eine live sehe. In Rheinhessen wird diesen Sommer eine errichtet. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber finde ich hier einfach irgendwie ein bisschen schöner. Klar, Enventus hat natürlich jetzt mehr Leistung. Aber, und wenn ich dran denke, jetzt die neue V172 aussieht oder ich glaube V162 6,2 hat es auch schon.
Das ist ja einfach nur ein Container und dann noch ein Container an die Seite geklatscht. Also total unproportional irgendwie. Also nicht wenigstens an beiden Seiten irgendwie ein Container, aber nur auf einer Seite. Das sieht richtig scheiße aus. Also da gefallen mir die Vestas-Anlagen hier der 3 und 4 Megawatt Plattform tausendmal besser. Naja, ich stelle mich jetzt mal drunter. So, ich stehe jetzt hier unter der V150 mit 166 Metern. Ein absoluter Gigant. Wahnsinn. Oh, einfach nur gigantisch, dieses Teil. Also generell bin ich ja nicht so der Riesen-Vestas-Fan. Also irgendwie so 426, 412 finde ich alles nicht so spektakulär, aber diese riesigen Anlagen hier, die gefallen mir schon echt richtig gut. Gerade die 450 hier. Ach, einfach dieses satte Geräusch. Und das Zischen des Rotors, das ist schon echt geil. Da wird Strom produziert. Richtig fett. Hammer. Und das ist halt das Krasse bei Vestas immer mit diesen schlanken Stahltürmen. Das ist schon der Wahnsinn. Mittlerweile arbeiten sie auch mit Max Bögel zusammen. Die 450 Inventus gibt es ja jetzt auch mit 169 Meter Max Bögel. Aber dieser Flaschenturm hier, der ist schon echt geil. Die anderen beiden, jetzt sieht man nochmal schön die Rotorblattbiegung. Ach, das finde ich immer geil bei Vestas. Richtig nice. Ja, ich finde es auch so krass hier in Niedersachsen. Hier scheint immer Wind zu gehen. Also auch wenn es richtig heiß ist. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hier bin, ist es immer windig irgendwie. Würde mich echt mal interessieren, was hier so die durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist. Der Wind frischt gerade ein bisschen auf, jetzt legt sie nochmal richtig los. Hammer, dieses Teil. Jetzt beschleunigt sie nochmal. Ja, anstelle von 436 hätte ich mir öfters mal 450 gewünscht, aber weiß gar nicht, hört man gar nicht, dass die so oft gebaut wurde. Und sich die Genehmigungsverfahren wieder so lange hingezogen, dass man dann gleich Inventus geplant hat. So schade. Ja, werde jetzt auf jeden Fall mit der Drohne hochgehen. Das muss ich mir auf jeden Fall von oben anschauen. So, ich habe mir hier mal ein schönes schattiges Plätzchen gesucht. Hier sieht man die anderen Anlagen nochmal schön. Ja, ich war gerade mit der Drohne oben und ja, was ich festgestellt habe, da werden einem immer so, ja, Enhanced Warning Zones heißt angezeigt, also so Zonen mit erhöhter Vorsicht oder wo irgendeine Warnung besteht, meistens halt in der Nähe von Flughäfen oder irgendwie militärischer Nutzung. Ja, und da habe ich gesehen, es gibt tatsächlich so einen Anlagenschutzbereich, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, vom Flugplatz Uelzen. Und ja, witzigerweise erstreckt der sich quasi direkt hinter den Vestas-Anlagen vorbei. Die Vestas-Anlagen stehen also knapp außerhalb davon. Und die ganzen Anlagen hier stehen innerhalb dieses Anlagenschutzbereiches. Und das muss eigentlich die Erklärung dafür sein, dass man die Nordex-Anlagen hier auf diesem niedrigen Turm errichtet hat. Das ist halt schon bitter. Also der eine Projektierer kann halt
die totalen Monster hinstellen und der andere ist gezwungen, die Anlagen auf so einem niedrigen Turm zu bauen. Die hätten wahrscheinlich auch gerne höhere Anlagen errichtet, um mehr Ertrag rauszuholen. Das ist halt schon ein bisschen Käse, also so ein paar Meter Unterschied und der eine Projektierer darf höhere Anlagen bauen. Finde ich so ein bisschen unsinnig. Mein Gut für NBW, Glück gehabt. Ja, für den hier war es jetzt ein bisschen blöd. Aber ja, wenn die Anlagen nicht wirtschaftlich wären, wird man sie auch nicht auf so einem kleinen Turm bauen. Also ich finde, das sieht schon richtig geil aus. Also mir gefällt das sehr gut, die Anlagen auf so niedrigem Turm. Sieht man halt in Süddeutschland nicht. Ja, und hier direkt vor mir eine Vestas V80. Ich glaube, es sind V80. V90 kommt mir vom Rotor her ein bisschen zu klein vor. Ja, schon krass, jetzt den direkten Vergleich zu V150 zu haben. Ja, was ich mich so ein bisschen frage bei den Vestas-Anlagen, warum die alle so den, ja, wie so eine Art Rost unten am Turm haben. Bei der Anlage da hinten sieht man es nochmal krasser. Ich weiß nicht, ob das Rost ist oder ob das absichtlich irgendwie so angesprüht wurde. Oder ob das einfach irgendwie, ob der Lack da ab ist. Keine Ahnung. Habe jetzt auch keine genauen Zahlen, wie alt die Anlagen schon sind. Aber ja, hier kam halt schon ein ganzer Schwung Altanlagen weg. Im Zuge des Repowerings wurden, glaube ich, ja 10 oder 11 D-Wind D6 abgebaut. Und dafür kamen dann die 6 Nordex. Delta 3000 mit 3,6 Megawatt. Finde ich ja auch richtig cool, die Anlagen. Ja, ich werde mich jetzt mal unter die Nordex-Anlagen stellen und ja, mal anschauen, wie geil das aussieht. So, jetzt stehe ich hier noch mal etwas näher bei den Nordex-Anlagen. Das ist auch echt ein richtig cooles Bild. Also die Nordex N131 gefallen mir auch echt richtig gut von Nordex. Also neben der Delta 4000 hat mir die Nordex Delta 3000 immer schon sehr gut gefallen. Sieht einfach richtig geil aus mit diesem niedrigen Turm. Ich glaube, das ist auch die geringste Nabenhöhe. 99 Meter sind das. Kleinere Nabenhöhe gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja, 3 Stück auf der Seite hier. Da hinten ist noch eine. Bei der Anlage hier drüben ist gerade der Service da. Und dann hier rechts von mir ist noch eine. Die ist jetzt allerdings in der Sonne. Ja, und von hier hat man jetzt nochmal einen richtig tollen Blick auf die Vestas-Anlagen. Mit direktem Vergleich. Vestas V80 und Vestas V150. Entschuldigung. Richtig fett. Da ist auch nochmal eine. Schon echt Wahnsinn, dieser Vergleich. Wie die Anlagen sich so über die Jahre entwickelt haben. Ich weiß noch, als damals, als ich mitbekommen habe, wie V90 errichtet wurden, das war schon echt Hammer. 100 Meter Nabenhöhe, 90 Meter Rotor, das war schon echt eine Hausnummer. Aber das ist schon krass, die V150. V162 gibt es ja jetzt mittlerweile. V172 wurde jetzt auch vor kurzem angekündigt. Das ist schon echt richtig krass. Ja, Nordex gibt es ja mittlerweile auch schon. V163.
Auch nochmal 15 Meter längere Rotorblätter. Das ist auch schon Wahnsinn, weil die Anlagen hier sind ja selbst schon super riesig. Naja, ich stelle mich jetzt mal unter die Nordex und guck mal, wie das aussieht. So, jetzt stehe ich nochmal hier direkt unterhalb von der Nordex. Richtig geil sieht's aus. Die macht doch gerade echt richtig gute Umdrehungen. Richtig Hammer. Ich finde auch die Rotorblätter von Nordex sehen echt immer richtig geil aus. Also auch so ein bisschen dieses Flatback-Profil. Auch echt geil gebogen. Ja, Schriftzug ist jetzt leider keiner drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Betreiber ist. Könnte Enertrag sein, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, die Blattspitzen sind auch schön nach vorne gebogen. Da sieht man es schön. Ach geil, ich feiere diese Riesenanlagen auf dem Miniturm hier. Das ist einfach der Hammer. Es ist halt auch krass, dass die Anlagen hier wirtschaftlich sind. Das wäre in Süddeutschland einfach undenkbar. Da wird alles, die Anlagen in Pretzfeld 164 Meter Nabenhöhe, in Gielert auch. Das ist halt einfach so geil, dass hier überall Wind geht. In Süddeutschland freut man sich mal über 6 Meter pro Sekunde. Und hier hat man bestimmt 9, 10 Meter pro Sekunde auf Nabenhöhe. Das ist schon echt richtig nice. Ja, aber es ist echt ein Jammer, dass jetzt auch Nordex das letzte Rotorblattwerk in Deutschland geschlossen hat. Das ist echt ein Jammer. Müssen jetzt ihre Rotorblätter auch importieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie noch produzieren. Spanien, glaube ich. Sind ja mit Acciona zusammen. Aber ja, ist halt auch einfach Kacke für die CO2-Bilanz, wenn die Blätter alle aus Spanien nach Deutschland produziert werden müssen. Oder ich weiß jetzt nicht, was ihr Plan ist, wo sie stattdessen produzieren wollen. Aber boah, das sieht richtig geil aus, wenn der Rotor so tief runterkommt. Nicht ganz so krass wie jetzt bei der Vensis. Da ist der Rotor ja noch mal ein Stück größer. Und der Turm, ja, nicht viel niedriger, 97,5. Hier sind es 99, also 1,5 Meter, aber sieht trotzdem richtig geil aus hier. So, ich stehe jetzt hier noch bei der V80. Der guten alten V80. Läuft noch wie geschmiert. Und hier hat man jetzt nochmal einen direkten Vergleich zu den neuen Vestas V150. Werden auch gerade richtig schön vom Abendlicht angestrahlt. Einfach nur gigantisch. Ja, was ich rausgefunden habe, es ist tatsächlich eine V80. Und sie ist auch von NBW. Ja, es gibt die eCockpit-App von NBW, die ich euch mal zeigen wollte. Das ist die hier. Und da, wo der blaue Punkt ist, das bin ich jetzt gerade. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, Schwienau 3, das sind die V150, machen gerade nur 3,65 Megawatt Leistung bei 6,15 Meter pro Sekunde. Und wenn ich hier nochmal draufklicke, gibt es noch so ein paar Projektinfos. 3x450, 4,2, Installation 22.12.2020. Und hier auf zurückgehe. Das hier sind jetzt die
V80 machen 1,4 Megawatt Leistung bei 7,22 Megawatt pro Sekunde. 5 V180 und Installation 4.2.2009. 100 Meter Nabenhöhe. Eigentlich relativ wenig Leistung bei dem starken Wind. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sie mehr machen. Naja, das ist eine ganz coole App, die NBW eCockpit App. Wenn man weiß, dass ein Windpark von NBW ist, kann man schnell gucken, was sind das für Anlagen, was leisten die gerade. Finde ich ganz praktisch. Die läuft auch echt gut noch, die V80. Ja, mit dem Osterpaket der neuen Bundesregierung waren ja auch irgendwie Änderungen versprochen, was so Regelungen bezüglich Richtfunkfeuern, Radar und so angeht, aber Luftfahrtsicherung wird sich nichts tun, denke ich. Also glaube ich nicht, dass sich hier vorerst was ändern wird bezüglich Höhenbeschränkungen. Wenn es hier mal zu einem Repowering kommt, muss man wahrscheinlich, keine Ahnung, V150 auf 100 Meter Turm bauen oder so. Ja, zum Abschluss ein letzter Blick auf den Park mit Bewässerungsanlage im Vordergrund. Da würde ich mich gerade gerne mal drunter stellen. Da sieht man nochmal schön die Vestas. Richtig geil die Rotorblattbiegung. Ja, ich muss mich leider ein bisschen beeilen, damit ich meinen Zug erwische. Damit ich nach Hause komme heute Abend. Ja, viel Spaß mit dem Drohnenvideo im Anschluss. Tolle Aufnahmen geworden. Ja, wie gesagt, ich besuche noch ein paar andere Parks die nächsten Tage. Wer Lust hat, gern vorbeischauen. Ja, dann sehen wir uns vielleicht dort. Halt die Ohren steif und bis bald.